Heute beschäftigen wir uns mit Quadraten und Kreisen und ich werde euch 4 Karten zeigen, wo diese beiden Formen miteinander vereint sind. Mein Name ist Julia und ich bin begeisterte Kartenmacherin und Papierbastlerin aus Österreich. Willkommen auf meinem Kanal Julies Kreativschatzkiste. Für die Karten heute werde ich dieses Stanzenset verwenden, das ist einfach genial. Es heißt Floral Folk Art Layering Flowers and Panel und ist von Textures by Lou Collins. Lou Collins hat einen YouTube-Kanal, den ich sehr mag, da gibt es tolle Ideen. In diesem Stanzenset sind mehrere Stanzen enthalten. Einerseits dieser große Kreis mit den Blättern und Verzierungen und dazugehörigen Kreisstanze. Und dann gibt es noch 3 Stanzen, die übereinander gelagert Blumen ergeben. Die zeige ich euch später. Ich beginne hier damit, dass ich dieses Kreispanel aus einem Blatt Papier in A5-Format ausstanze. Ihr seht also, wie groß dieser Kreis tatsächlich ist. Das Tolle an diesem Kreispanel ist außerdem, dass die ausgestanzten Papierteile nicht zum Wegwerfen sind, sondern sehr wohl auch wieder für Karten als Dekoration verwendet werden können, weil das schöne Blätter und Verzierungen sind. Ich werfe daher die Teile, die ich hier herauslöse, nicht weg, sondern hebe sie mir auf. Die werden wir bei der nächsten Karte gleich benutzen. Als ich fertig war mit dem Papierteile herauslösen, habe ich mir ein Designpapier in 6x6 Inch oder 15x15 cm gesucht, da dies genau hinter den Kreis passt. Mir hat dieses marmorierte Papier mit den vergoldeten Stellen sehr gut gefallen, daher habe ich das genommen. Aufgeklebt habe ich das Panel mit Flüssigkleber und ich habe hier auf die größeren Teile im Muster immer ein bisschen Flüssigkleber aufgeklebt, damit es dann auch auf dem Papier gut hält und nicht absteht. Außen herum habe ich den Kleber natürlich großzügiger auftragen können. Aus diesem Kreis will ich eine Gatefold-Karte machen, das heißt, ich messe mir jetzt die Mitte von dem Kreis aus und schneide das Panel, das ich hier habe, in 2 Teile. Als nächstes konstruiere ich meine Gatefold-Karte. Ich weiß, dass dieser Kreis ungefähr 6 Inch x 6 Inch, also 15 cm x 15 cm hat. Das heißt, meine Karte hat dieselbe Grundform, 15 x 15. Ich nehme mir also jetzt ein A4-Papier und schneide es auf eine Breite von 15 cm zu. Dann messe ich mir aus von einer Seitenkante die Hälfte von 15, nämlich 7,5 cm und mache mir dort eine Falzlinie. Eigentlich könnte ich das gleiche mit der anderen Seite genauso machen, nur ich riskiere nicht, dass ich dann vielleicht falsch gemessen habe bei der Grundfläche. Deswegen knicke ich mir die zweite Seite so um, dass die Kanten genau zusammenstoßen, damit ich eine schöne Gatefold-Karte bekomme. An dieser Stelle habe ich dann gemerkt, dass es vielleicht besser gewesen wäre, mit dem Auseinanderschneiden des Kreises noch zu warten. Daher klebe ich mir das mit einem Klebeband nochmals zusammen und nehme dann die Kreisaußenstanze, um mein Panel nochmal im Kreis auszuschneiden. Und so schaut das dann ausgeschnitten aus. Ich nehme das Ganze wieder auseinander. Dieses Klebeband von Tonic lässt sich sehr, sehr gut ablösen. Und dann habe ich mich an die Gestaltung meines Hintergrundes der Gatefold-Karte gemacht. Dafür verwende ich diesen Hintergrundstempel, der ist ebenfalls von Textures by Lou Collins und der gefällt mir extrem gut. Er hat auch genau die richtige Größe für die beiden Tore der Gatefold-Karte. Ich lege mir also die eine Seite der Karte so an, dass sie in meiner Stempelhilfe oben ansteht und richte mir den Hintergrundstempel aus. Ich stemple diesen Stempel dann mit Distress Oxide Speckled Egg und zwar mehrmals. Das Stempelbild wird mit Distress Oxides nicht perfekt. Aber ich finde, genau das ist das Schöne, weil es schaut dann eben distressed und alt aus. Das gefällt mir besonders gut. Diesen Vorgang wiederhole ich dann auf der anderen Seite der Gatefold-Karte, auf der anderen Tür. Dann reinige ich meinen Stempel einfach mit Wasser. Und da Distress Oxides länger feucht bleiben, nehme ich auch noch mein Heat-Tool und trockne das Ganze sicherheitshalber ein bisschen. Die Blumen, die ihr da oben im Bild seht, bitte ignoriert die. Die machen wir erst an späterer Stelle. Ich habe die Reihenfolge des Videos ein bisschen geändert. Jedenfalls nehme ich jetzt mein Kreispanel, meine 2 Kreispaneele und klebe die auf die Tore meiner Gatefold-Karte auf. Ich verwende dafür wieder Flüssigkleber. Und beim Aufkleben achte ich darauf, dass sich die Kanten der Halbkreise genau mit den Kanten der Toröffnungen decken, damit sich das Muster des Kreispanels auch wirklich schön ergänzt, wenn die Karte geschlossen ist. Damit ist die Kartenbasis für meine erste Karte mal fertig. Und bevor wir diese Karte jetzt dekorieren und verzieren, machen wir die Kartenbasis einer zweiten Karte. Auch dafür verwende ich wieder das marmorierte Papier, diesmal in einem lila Ton. Auch aus diesem Papier schneide ich mir mein Kreispanel aus. Die überbleibenden Teile hebe ich mir diesmal auch wieder auf, aber nur in einem Plastikgefäß, weil die werden wir heute nicht verwenden. Also die meisten werden wir heute nicht verwenden. Bei dieser Karte möchte ich jetzt eine Inlay-Technik ausprobieren. Dazu nehme ich mir wieder mal ein A4-Papier
Und dann habe ich hier so ein sehr breites, doppelseitiges Klebeband. Das schneide ich mir auf die 15 cm x 15 cm zu und klebe es auf mein A4-Papier auf. Auf dieses doppelseitige Klebeband kommt dann mein Kartenpanel. Ich schaue, dass ich die Ausrichtung genau an den Kanten hinbekomme, aber im Endeffekt ist das nicht so wichtig, weil auch hier werde ich dann wieder einen Kreis ausstanzen. Dann beginnt das Inlay. Ich nehme mir die weißen ausgestanzten Papierteile, die mir von meiner Karte Nummer 1 übrig geblieben sind, und suche den passenden Platz auf der Karte Nummer 2. Aufgrund des doppelseitigen Klebebandes halten meine Teile auch dann sofort an Ort und Stelle. Es hat jetzt eine Zeit lang gedauert, bis da alle Teile ihren passenden Platz gefunden haben. Bei den kleineren Teilen habe ich mir auch diesen Quick Stick, also das ist ein klebender Stift, zu Hilfe geholt. Die ganz kleinen Punkte und Teilemuster habe ich weggelassen bei dem Inlay, dafür habe ich andere Pläne. So schaut das dann aus, wenn es fertig ist. Dann habe ich mir wieder die Kreisstanze aus dem Stanzenset herausgesucht und habe auch diesen Kreis ausgeschnitten. Dieses Kreispanel habe ich dann auf eine Blankokarte in 15 x 15 cm Größe aufgeklebt. Für die Ecken, die ja sonst weiß geblieben wären, habe ich mir noch 4 von diesen Blättern herausgesucht aus meiner Plastikschachtel, in der ich mir vorher die Teile gesichert habe. So wird das jetzt festgeklebt. Und damit ist auch die zweite Grundkarte mal beendet. Als Verzierung nehme ich mir jetzt diese Blumenstanzschablonen her, die ebenfalls in dem Set enthalten sind. Das sind jeweils 3 Ebenen einer Blume auf einer Stanze drauf, das ist sehr praktisch. Ich habe mir das Ganze aus weißem Papier, aus Aquarellpapier, ausgestanzt. Mein Plan ist, dass ich die verschiedenen Ebenen dann mit Distress Oxide einfärbe. Es ist immer so eine volle Ebene, die unterste Ebene, wo man auch noch die Stanze als Schablone benutzen kann, das werdet ihr gleich sehen. Dann eine mittlere Ebene und dann die oberste Ebene ist die Outline. Die habe ich in unserem Fall weiß gelassen, bei allen 3 Blumen. Auf der Stanzenverpackung ist auch ein schöner Layering Guide, wo man das nochmal schön nachvollziehen kann. Die größte der 3 Blumen habe ich in Violetttönen gehalten, das die Concord und Wilted Violet habe ich da verwendet. Und die kleineren 2 Blumen sind türkisblau geworden mit Peacock Feathers und Mermaid Lagoon. Und hier seht ihr jetzt, wie genial diese Stanze auch als Schablone verwendet werden kann. Man legt die volle unterste Ebene wieder in die Stanze hinein, dreht das Ganze um und dann kann man auf der Rückseite die Öffnungen wie mit einer Schablone einfärben. Hier nehme ich Victorian Velvet. Genial, oder? Bevor ich diese 3 Ebenen dann aufeinander klebe, nehme ich sicherheitshalber nochmal mein Heat-Tool zum Trocknen, damit der Kleber dann auch gut haften bleibt. Dann wird alles mit Flüssigkleber aufeinander fixiert. Bei dieser dünnen weißen Outline trage ich auch den Flüssigkleber auf. Hier habe ich vor kurzem einen Trick gesehen, das kurz auf ein Papier zu legen, damit der überschüssige Kleber wegfällt und dann nichts hervorquillen kann unter der dünnen Stanzform. Dann kommt was Schweres drauf, bis es trocken ist. Und ganz genauso, nur mit anderen Farben, sind dann auch die anderen beiden Blumen entstanden. Fehlt nur noch mein Sentiment. Und da habe ich mir diese Glückwunschstanze mit Outline von Tonic herausgesucht. Die passt von der Größe her auch perfekt zu diesen beiden Karten. Ich habe mir für beide Karten diese Shadow Die, also diese untere Ebene, zweimal ausgestanzt und aufeinander geklebt, damit hier ein bisschen Dimension und Stabilität in mein Sentiment hineinkommt. Bei der lila Karte habe ich mir auch das Sentiment passend gefärbt und dann werden sowohl Sentiment als auch die lila Blume mit Foam Tape auf der Karte angebracht. Ist doch schön geworden, oder? Um noch ein bisschen Funkeln in die Karte zu zaubern, habe ich noch meinen Glitzerstift hervorgeholt und das Sentiment und ein paar Blütenblätter betont. Außerdem habe ich noch mit Stickle Stardust die Löcher, die beim Inlay leer geblieben sind, noch aufgefüllt. Bei meiner zweiten Karte habe ich nicht das Sentiment, sondern die Ebene darunter eingefärbt in Speckled Egg und Peacock Feathers. Auch hier habe ich wieder Foam Tape verwendet, um die Blumen und das Sentiment auf die Karte zu kleben, wobei man hier darauf achten muss, dass man das Sentiment ja nur zur Hälfte ankleben darf, damit die Gatefold-Karte auch weiterhin aufgeht. Der Glitzerstift darf natürlich nicht fehlen und dann ist auch unsere zweite Karte schon fertig. Für Karte Nummer 3 habe ich mir diese Kreisstanze wieder aus Aquarellpapier ausgestanzt. Ich habe vor, diese als Schablone zu verwenden, daher habe ich mir auch darunterliegend an A5-Papier ebenfalls aus Aquarellpapier hingelegt.
Leider habe ich im spannendsten Moment vergessen, die Kamera aufzudrehen, aber ich habe im Grunde genommen hier viel Wasser aufgebracht und dann mit diesen Brushos Farbpigmenten in der Farbe Türkis Farbe aufgebracht. Ergänzend habe ich dazu ein Mica Spray von Distress Brushed Pewter sowie ein Dilutions Mica Spray in Türkis und ein Nuvo Sparkle Spray in Amethyst verwendet. Eigentlich ist das ja eine 2-für-1 Methode. Man kann die Unterseite natürlich genauso verwenden wie die Oberseite. Bei mir ist ein bisschen verronnen und ich werde sie heute nicht verwenden, aber ich werde sie definitiv aufheben und vielleicht kann ich sie ja mal brauchen. Ich habe das Ganze dann getrocknet, stark und gut getrocknet, damit ich damit gleich weiterarbeiten kann. Aber das Glitzern und das Blau ist herrlich, mir gefällt das richtig gut. Zu meinem blauen Kreis passt eine hellblaue Grundkarte, habe ich mir gedacht. Daher habe ich dieses blaue Papier in den Maßen 15×15, also eigentlich 30×15 zugeschnitten und mir meine Basiskarte daraus konstruiert. Ich wollte diesmal aber nicht einfach den Kreis aufkleben, sondern ich habe mir gedacht, ich schneide ihn in 4 Teile und klebe diese Teile in die Ecken. Deswegen habe ich meinen Kreis geviertelt, also zuerst halbiert hier. Ich habe mir dabei ein gerades Stück Papier auf der linken Seite zur Hilfe genommen, damit ich den Schnitt auch wirklich in der Hälfte hinbekomme. Die Hälfte zu halbieren war dann leichter, da ich ja eine gerade Seite gehabt habe, wo ich es einfach anlegen konnte an meinem Trimmer. Und so soll meine Karte dann ausschauen, die 4 Vierteln jeweils in die Ecken geklebt. Jedes Papierteil fixiere ich dann wieder mit Flüssigkleber. Ich bin seit neuestem auch stolze Besitzerin einer Better Press von Spellbinders und habe mir dazu gleich diese Diamond Avery Better Press Plate hergenommen, die von der Form her genau in die Mitte der Karte passt. Wollt ihr zu Better Press vielleicht auch einmal ein Video sehen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen, ich würde mich freuen. Ich habe das Ergebnis aus der Better Press dann gleich auf die Diamantform zugeschnitten. Für mein Sentiment verwende ich diese Stempel von Altenew Label Love German, also die sind in Deutsch, deswegen sehr praktisch. Ich habe mir mein Sentiment nur für dich zweimal gestempelt mit Archival Ink von Ranger. Beim ersten Mal habe ich ein bisschen zu fest aufgedrückt, dadurch war das Sentiment nicht mehr lesbar. Beim zweiten Mal habe ich diesen Fehler nicht wiederholt. Mit meinem Trimmer habe ich mir das Ganze so zugeschnitten, dass ein kleiner weißer Rand geblieben ist. Nun klebe ich mein Karo mit dem Vogelmotiv mit Foamtape auf meine Karte auf. Auch für mein Sentiment verwende ich wieder Foamtape, wobei ich hier an den Ecken eine doppelte Schicht auftrage, damit mein Sentiment eine Ebene höher ist als mein Vogelmotiv. Und damit ist Karte Nummer 3 fertig. Karte Nummer 4 ist, was ich als Clean and Simple bezeichnen würde. Ich habe eine Blankokarte in 15×15 hergenommen und habe mir meine Kreisstanze hier an der Öffnungskante im Halbkreis ausgeschnitten. So schaut das dann aus. Da sich aus dem Muster hier ein paar wegstehende Papierteile ergeben, die nicht sehr stabil sind beim Öffnen, habe ich meine Kante etwas bereinigt und habe diese kleinen Teile weggeschnitten. Damit war zwar die Kante nicht mehr gerade, aber es hat eigentlich trotzdem sehr schön ausgeschaut. Ich habe mir dann ein blaues Glitzerpapier herausgesucht und habe mir das auch wieder auf diese Form 15×15, vielleicht eine Spur kleiner, zugeschnitten und habe das einfach hinter meine ausgestanzte Blumenform aufgeklebt. Als Sentiment habe ich mir einen herzlichen Glückwunsch herausgesucht, das ich in einem dunklen Blau in die linke obere Ecke der Karte stemple. Und so schaut dann die finale Karte Nummer 4 für heute aus. Ich hoffe, dass das Video und die Karten euch gefallen haben und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst oder vielleicht sogar meinen Kanal abonniert. Welche der 4 Karten hat euch am besten gefallen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen, ich bin neugierig. Servus, bis zum nächsten Mal.